Herzlich willkommen. Erste Schritte: Kunden. In diesem Video zeigen wir Ihnen unsere Kundenverwaltung. Wir sprechen einmal über die Kundenübersicht, die Kundenstammdaten, die Kundendetails, die Kundenhistorie, die 360-Grad-Ansicht und den Schnellzugriff. Zum Schluss haben wir noch ein paar Beispielsituationen und wie man diese schnell aus dem Kundenbereich erledigen kann, ohne wie gewohnt in andere Bereiche springen zu müssen. Kundenübersicht. Die Kundenübersicht zeigt Ihnen mit Hilfe von Filtern Ihre Kundendaten an. Es gibt links einmal die vorgefertigten und meist benutzten Filter wie Postleitzahl, Auftrags- oder Rechnungsnummer, Kategorie oder Kundengruppe. Auf der rechten Seite können Sie benutzerdefinierte Filter einstellen, die Sie einmalig verwenden oder auch speichern können. Kundenstammdaten. Mit Doppelklick auf einen Kunden öffnen sich die Kundenstammdaten. Hier können Sie alle Details des Kunden bearbeiten. Wie Sie es schon aus dem Artikelbereich kennen, ist ein neuer Reiter namens Eigene Felder hinzugekommen. Hier können Sie kundenspezifische Informationen, Links oder weiteres hinzufügen. Unten rechts im Schnellzugriff der Stammdaten finden Sie sogar ein zweites Fenster extra für die eigenen Felder. Wie Sie sehen, haben wir schon 3 Felder hinzugefügt. Einmal eine Checkbox, um einzutragen, ob der jeweilige Kunde ein Stammkunde ist. Diesen sehen wir nur, wenn wir auf den Reiter klicken. 2 Felder mit Links zur Homepage des Kunden und gegebenenfalls zu dem Online-Shop sehen wir aber schon unten rechts im Schnellzugriff. Wo welches Feld angezeigt wird, können Sie ganz einfach definieren. Unter Admin, eigene Felder, wählen Sie den Bereich Kunde aus. Hier erstellen und bearbeiten Sie Ihre eigenen Felder. Der Anzeigeort bestimmt, ob das Feld direkt im Schnellzugriff und der 360-Grad-Ansicht zu sehen ist oder im Reiter. Kundendetails. Die Kundendetails zeigen alle wichtigen Infos zum Kunden, der gerade ausgewählt wurde. Das Praktische an dem Fenster ist auch ein Wunsch vieler JTL-Kunden gewesen. Man kann es abdocken und zum Beispiel auf einen zweiten Monitor platzieren. Der Bereich kann darüber hinaus verkleinert oder ausgeblendet werden, um eine bessere Kundenübersicht zu bekommen. 360 Grad Kundensicht. In diesem Widget sind viele wichtige Kundeninformationen aufgelistet. Von den klassischen Kontaktdaten zu detaillierten Infos wie Bezahlarten, Geburtstag, individuelle Preise, Mahnstopps, als auch interessante Statistiken wie letzte Aufträge, Kunde seit, Umsatz und Gewinn, Stornos und Retouren des Kunden. Die Icons rechts oben stehen für die Herkunft, also ob der Kunde jetzt über unseren Shop zu uns kam, eBay oder Amazon. Kundenhistorie. In der Kundenhistorie sieht man die letzten relevanten Aktionen des Kunden chronologisch aufgelistet. Wir sehen erstellte Aufträge, gebuchte Zahlungen, Versandzeiten und vieles mehr. Durch die Filter und eigene Notizen kann man sogar nur das anzeigen lassen, was man sehen möchte. Schnellzugriff. Die Detailtabs decken die wichtigsten Kundeninformationen ab. Die Registerkarten können Sie auch beliebig verschieben. Wenn ein Kunde am Telefon eine Frage zu zum Beispiel Rechnungen hat, kann man diese schnell finden, ohne den Bereich wechseln zu müssen. Beispielsituationen. Ein Kunde ruft an und fragt, wann kommt das Paket an? Hier einfach den Kunden suchen und unten rechts im Schnellzugriff den Reiter Pakete. Dort sehen Sie alle verpackten und verschickten Pakete. Ein Kunde möchte einen Artikel zurückgeben. Wir suchen den Kunden und dann den Reiter Aufträge im Schnellzugriff. Rechtsklick auf den Auftrag und auf Retoure anlegen klicken. Ein Kunde möchte nach einer Bestellung wissen, wann diese versendet wird. Unten links im Schnellzugriff den Reiter Aufträge suchen. Dort sehen Sie, ob die Aufträge und wann die Aufträge versendet wurden. Ein Kunde möchte eine Bestellung aufgeben. Unten links im Schnellzugriff den Reiter Aufträge öffnen und die Schaltfläche Auftrag anlegen betätigen. Ein Kunde möchte eine Rechnung zugemeldet bekommen. Auch hier im Schnellzugriff den Reiter Rechnung suchen. Den Auftrag zu der Rechnung doppelklicken und unten links das Häkchen bei E-Mail setzen und dann auf Starten klicken. Dies war das erste Schritte-Video zum Thema Kunde. Vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.